Lassen Sie uns mal auf das Geschehen dort auch in der Region schauen. Denn seit 2 Wochen sind ukrainische Truppen in der Region Kursk, auch wenn wir nun zumindest von dort auch hören, dass der Vormarsch jetzt erstmal nicht weitergeht. Aber man hält diese Stellung und sagt auch der ukrainische Präsident Zelensky, man will dort eine Pufferzone einrichten. Glauben Sie, dass das auch wirklich auf lange Sicht so mit den Mitteln der Ukrainer möglich ist? Also wenn man vorne mal anfängt, politisch, strategisch ist das ein gewaltiger Coup. Er hat, wie man so neudeutsch sagt, das Narrativ. Er hat die Einstellung, er hat die Bewertung dieses Krieges völlig neu formuliert. Man kann mittlerweile sagen, die Ukraine hat der ganzen Welt gezeigt, a, wir sind zu Überraschungsangriffen fähig, b, wir sind fähig zu raumgreifenden Operationen, weit schneller als die Russen. Wenngleich ich auch glaube, dass das russische Tempo auch gewollt ist. Es hat in der ganzen Welt dafür gesorgt, dass man sagt, die Ukraine ist jetzt schon fast wieder auf Augenhöhe, um gegebenenfalls mit den Russen in Verhandlungen zu treten. Insofern politisch, symbolisch, strategisch ein hervorragender Coup. Jetzt kommt der militärische Alltag. Der Angriff ist vorgetragen worden, irgendwo was bei 30 Kilometern. Es ist gelungen, 2, mindestens vermutlich 3 Brücken zu zerstören. Das bedeutet, man hat sowohl das russische Vorgehen deutlich verlangsamt, die Nachschublinien gekappt, aber man muss sehen, auch wenn man weiter selber vorgehen will, hat man natürlich auch die eigenen Bewegungen eingeschränkt. Das darf man nicht vergessen. Das Zweite ist, ja, Angriffe werden etappenweise vortragen, zwischen Ziel 1, zwischen Ziel 2, weil man muss sich dann konsolidieren, man muss gegebenenfalls umgliedern, man muss die Truppe versorgen, man muss auch der Truppe Ruhe gewähren. Insofern ist das völlig richtig, was da jetzt passiert, Konsolidierung, zur vorübergehenden Verteidigung übergehen, die gewonnenen Stellungen sichern und dann gegebenenfalls die Lage erlaubt, weiter anzugreifen. Ich bin im Augenblick etwas fraglos, was die russische Reaktion anbelangt. Warum passiert da nichts? Ich denke mal, die Russen wollen den Fehler nicht machen. Gerade im Donbass, wo sie ja selber erhebliche Erfolge erzielen, muss man klar sagen, Kräfte abzuziehen, weil das würde dort den Angriffsschwung noch weiter mindern. Das heißt, ich habe die Vermutung, die Russen sind dabei, neue Kräfte aufzustellen, um dann in einem konsolidierten Gegenangriff diesen, ich nenne ihn mal Brückenkopf bei Kursk, wieder einzudrücken. Hoffentlich hat sich die Ukraine dann selber so stark dort gemacht, dass es dazu, ich sag mal, erfolgreich für die Russen nicht kommen wird. Auf der anderen Seite muss man klar fragen, was ist das Ziel? Was ist das politisch-strategische Ziel dieses Angriffs? Und was passiert, wenn die Russen wirklich massiv mit einer dann doch erwartbar deutlichen Überlegenheit zurückschlägt? Da gibt es mehrere Denkmodelle. Ich würde mir wünschen, dass die Ukraine dann nach diesem gewaltigen Erfolg sehr schnell ihre Kräfte zurückzieht, weil ich denke mal, dieser Brückenkopf wird auf Dauer nicht zu halten sein. Und ich glaube auch, da es sich hier um 4 offensichtliche Elitebrigaden handelt, also um mehr als 3.000 bis 4.000 Soldatinnen und Soldaten, kann ich mir vorstellen, es wäre wichtig, dass man die dann frisch für andere Operationen wieder zur Verfügung hat und nicht, dass man dort wieder in einen fürchterlichen Stellungskrieg oder ein gegenseitiges Gemetzel eintritt. Russland zumindest bisher scheint da erstmal nur aus der Luft gegen vorzugehen. Herr Carter, ganz herzlichen Dank für diese detaillierte Analyse. Gerne.